Zur Ruhe kommen, abschalten, für sich selbst da zu sein, auf sich selbst und seine Bedürfnisse hören und in sich reinzuschauen. Das bedeutet meine Abendroutine für mich. Meine Routinen sind ein fester Bestandteil meines Tagesablaufs. Sie geben mir Sicherheit und ein Fundament, mich morgens auf den Tag vorzubereiten und abends zu reflektieren und ihn abzuschließen. In hektischen Zeiten mich selbst und meine Gedankengänge zu reflektieren und mich daran zu erinnern, dass ich Zeit habe. Nicht umsonst sagt man so schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder hier mit dabei bist. Heute soll es um meine Abendroutine gehen und allgemein, wie man noch etwas besser abschalten kann. Ich zeige euch im Anschluss meine typische Abendroutine. Natürlich ist es von Tag zu Tag anders und wie ich mich fühle, aber das wäre mal so ein Beispiel meiner Abendroutine. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ein absoluter Abendmensch. Mir geht es so, ich werde erst abends richtig produktiv. Ich arbeite am liebsten nachts und deswegen ist es im Allgemeinen ziemlich schwierig für mich gewesen, abzuschalten am Abend, weil ich eigentlich vom Rhythmus abends erst richtig wach werde. Aber als ich so richtig meine Routinen entwickelt habe, also auch meine Morgenroutine, ich verlinke es mal gerne irgendwo hier oben, ich habe nämlich schon meine Morgenroutine euch gezeigt. Und allgemein, wo ich so einen festen Bestandteil meiner Morgenroutine und meiner Abendroutine entwickelt habe, ist es für mich viel, viel besser gewesen, wirklich einen Rhythmus zu finden, einen Tag-Abend-Rhythmus, und ich fühle mich seitdem irgendwie viel, viel ausgeglichener. Ich habe viel, viel besseren Schlaf und ich komme besser zur Ruhe und zu mir, habe ich das Gefühl. Jetzt zeige ich euch noch meine 5 Allgemeintipps, wie man besser abschalten kann und was man machen kann im Allgemeinen, um abends die Ruhe zu finden. Der erste Punkt und eigentlich auch somit der wichtigste Punkt ist wirklich Medienauszeit. Ich habe sehr, sehr viel oder ich arbeite sehr, sehr viel am Handy oder am Laptop und es ist so wichtig für mich gewesen, wirklich mal so eine Stunde eine Handypause zu machen oder eigentlich noch länger, das Handy auszuschalten und erstmal Ruhe davon zu haben. Der zweite Punkt, und ich glaube, das fällt uns alle ziemlich schwer, ist das Nichtstun genießen. Denn wenn man am Tag so viele, also bei mir manchmal so viele To-Dos hat und irgendwie das muss man noch erledigen und eigentlich an das und was steht eigentlich in 2 Wochen an, ist es so wichtig, einfach mal nichts zu tun und das wirklich bewusst zu genießen. Ein kleiner Tipp bei der Sache, wenn ständig irgendwie ein Gedankenblitz kommt, oh, daran muss ich denken, ist in der Nähe immer irgendwie ein Notizheft oder ein Journalbook oder irgendwas zu haben, um schnell die Sache, die man eigentlich erledigen muss, aufzuschreiben. Somit ist es aus deinem Kopf und du hast dann irgendwann später oder am Morgen oder wann auch immer Zeit, dich damit dann zu beschäftigen. Drittens, erschaffe dir deinen Wohlfühlort. Ihr wisst es, glaube ich, ich liebe Kerzen über alles und vor allem am Abend sind eigentlich immer in meinem ganzen Haus super, super viele Kerzen an. Aber auch irgendwie sich Räucherstäbchen anzumachen oder es braucht ja jetzt bei euch nicht keine Räucherstäbchen sein, aber einfach etwas, womit ihr euch gut fühlt und etwas besser abschalten könnt. Der 4. Punkt ist Abschalten durch bewusstes Durchführen. Ich mache das meistens immer, wenn ich mir Tee abends mache, dass ich bewusst diese ganzen Schritte tue. Das heißt, Wasser einfüllen, gucken, wie das Wasser in die Teekanne läuft. Ich weiß nicht, diese kleinen Details, sich darauf zu fokussieren, hilft dir einfach bewusst in dem Moment da zu sein. Und der 5. Punkt und der letzte Punkt, und ich glaube, ich bin mir zu 95% sicher, dass sehr, sehr viele damit Schwierigkeiten haben, aber es ist eigentlich so wichtig, und zwar Schlaf. Weil der Körper braucht einfach Schlaf. Er braucht Schlaf, um fit zu sein, um zu agieren und vor allem für euch da zu sein. Das heißt, gebt dem Körper, der
euch so tolle Dienste leistet, auch ein bisschen Erholung. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, zeige ich jetzt oder ich führe euch durch meine Abendroutine und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eine Abendroutine habt. Ich würde sagen, lasst uns starten und ich zeige euch jetzt meine Abendroutine. Die meiste Zeit am Tag verbringe ich am Laptop. Daher ist es super wichtig für mich, mir einen Timer zu stellen und mir selbst zu sagen, jetzt ist Schluss für heute, Fenja. Als allererstes öffne ich erstmal alle Fenster. Frische Luft in meinem Häuschen reinzulassen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass nochmal von außen etwas neue Energie mit reinzieht. Während ich erstmal etwas durchlüfte, mache ich meistens etwas klar Schiff. Gerade meine Küche sieht am Tag immer super chaotisch aus. Wenn ich am Mittag etwas zu essen gemacht habe, lasse ich oft die Dinge stehen. Das ist keine gute Angewohnheit von mir, aber ich schaue, dass ich am Abend die meisten Sachen immer wieder am Ort und Stelle bringe. Ich habe das Gefühl, dass automatisch ich mich ebenfalls etwas aufgeräumter dann in mir fühle. Der nächste Step ist, mir einen Tee zu machen. Wie ich schon bei meinen allgemeinen Tipps erwähnt habe, versuche ich hier die Dinge langsam und bewusst anzugehen. Das hilft mir nochmal sehr, im Moment anzukommen. Ich liebe alle fruchtigen Tees, aber auch Kamille am Abend finde ich sehr, sehr beruhigend. Und meistens verbringe ich die letzten Abendstunden draußen, ob auf der Veranda oder vor meinem Haus auf der Bank. Ich liebe es nochmal in die Stille einzutauchen und zu schauen, wie der Himmel immer dunkler wird. Ich finde, das ist einfach echt total entspannt. Danach ziehe ich mir mein Pyjama oder einfach etwas Gemütliches an. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart. Kerzen anzünden. Erst dann habe ich das Gefühl, der Abend beginnt. Es ist so crazy, wie sehr mich Kerzen beruhigen. Hier habe ich auch meine selbstgemachten Kerzen angezündet. Ich verlinke gerne mal meinen DIY dazu. Das hat echt super, super viel Spaß gemacht. Und vor allem ein Räucherstäbchen am Abend darf nicht fehlen. Am Abend setze ich mich gerne noch vor meiner Meditations- und Yoga-Ecke. Dort schaue ich dann immer intuitiv, was ich brauche. Meistens zünde ich mir Palo Santo an oder reinige mich einmal. Es gibt nicht ein bestimmtes Ritual, aber ich schaue, dass ich meine Chakren kläre und reinige und mich auf den Geruch und meine Energie konzentriere. Zum Schluss reinige ich nochmal meinen ganzen Körper. Das seht ihr hier an dieser Technik. Ich gehe einfach mit meinen Händen an allen Stellen meines Körpers ab und visualisiere, dass sich alle negativen Energien und Blockaden sich lösen. Am Abend mache ich mir eigentlich immer einen kleinen Snack. Ob Tomatensalat, Avocadobrot oder ein paar Gemüsesticks mit Dip. Ich brauche irgendwie immer etwas am Abend, sonst kann ich nicht richtig einschlafen. Hier habe ich mir ein paar Gemüsesticks gemacht. Am liebsten mag ich hier Paprika, Gurke, Karotte und manchmal Kohlrabi. Alles in eine kleine Schale mit einem Kräuterdip geben. Da ich keinen Esstisch habe und eigentlich alles auf meiner Couch esse, setze ich mich dorthin und genieße mein Essen in Ruhe. Je nach Lust und Laune melde ich mich am Abend nochmal bei euch auf Instagram. Falls ihr mir da noch nicht folgt, macht das gerne mal. Ich heiße dort auch Fenja Klintwort. Ich liebe einfach Instagram ebenso, genauso wie YouTube und TikTok, mich mit euch auszutauschen, eure Nachrichten zu beantworten oder nochmal ein Reel oder TikTok hochzuladen. Nicht vergessen, sich abzuschminken. Ich liebe die Produkte von Dr. Hauschka. Ob Gesichtstonikum, Abschminkprodukte oder Creme. Alles, was mit Skincare zu tun hat, vertraue ich 100% auf diese Produkte. Und das ist keine Werbung. Ich liebe sie einfach. Meine Zähne müssen natürlich auch noch geputzt werden. Und da ich Kontaktlinsen trage, müssen auch diese zum Schlafengehen rausgenommen werden. Eines der wichtigsten Punkte am Abend ist es ebenfalls noch zu journalen. Momentan ist es so wichtig für meinen Tag, ihn zu reflektieren, mich selbst zu reflektieren, meine Glaubenssätze zu analysieren und umzuswitchen oder auch To-Dos aufzuschreiben und mir Affirmationen aufzuschreiben. Ich liebe das einfach und es rundet irgendwie meinen Abend nochmal vollkommen ab. Und der letzte Punkt, ich höre jeden Abend ein Hörbuch. Meist eins von Louise Hay oder Neale Donald Walsch. Das war meine Abendroutine und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet für euch etwas mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super dolle freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin meines Kanals bist, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Bis bald. Fenja.